Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ich bin gespannt, was ich uns mitteilen darf, was im Kollektiv für Themen verfügbar sind, die ich hier mit dem großen Blatt abgreifen kann. Ansonsten wie immer, danke für eure Kommis, danke für eure Spenden, überall. Und jetzt schauen wir, was hier los ist. Wir haben schon mal die Blumen. Das ist eine schöne Anfangsenergie. Veränderungen, die hier greifbar nahe liegen. Hier auf dem kurzen Weg im Hause des Klees, die dann in den Blumen auch noch enden und uns langfristig dienen. Es kann sein, dass einem etwas zufällt, dass es positive Wenden gibt, dass wir vielleicht auch so an die Geschenke des Lebens mal wieder riechen dürfen. Es kann ja auch sein, dass es unsere Kinder betrifft oder unser näheres Umfeld und wir dadurch ein bisschen aufatmen können. Die ganze Woche ist hier durchzogen von einem guten Stern, der sich hier über unsere häuslichen Angelegenheiten legt. Wir können rechnen, dass sich Dinge in eine gute Richtung drehen, dass da ein bisschen Magie und Glück ist bei unserem Umfeld, bei uns, bei unseren Lieben und ja, dass sich Dinge, die, ich würde mal sagen, sich nicht erfüllt haben, die stagniert haben, die nicht geklappt haben, hier erledigen. Wir haben die Maus im Hause des Sarges drin, ja. Hier kann es Unklarheiten geben oder Situationen, die das Gegenüber betreffen, die zu klären sind. Es können jetzt Sachen im Bereich Vitalität sein oder Wachstumsphasen oder Dinge, die man auch mit den eigenen Kindern austrägt. Da habe ich schon wieder die Überraschungskombination. Das Buch liegt hier im Haus der Blumen drin, die Blumen liegen oben drüber. Hier kommt ganz schnell was an die Oberfläche, was greifbar ist, ne? Das muss man dann schnappen, wenn es kommt. Und das, was ich hier sehe, das bringt uns aus einer verstrickten, verschlängelten Situation heraus, ne? Hier kann sein, dass man sich auch viele Gedanken um jemand anderes gemacht hat oder dass Leute im Umfeld schwierige Situationen haben und dass man sie mit ausbadet oder austrägt. Und hier kommt eine verbindliche Lösung auf jeden Fall. Hier zeigt sich eine Situation, bei der Dinge angestrebt werden können, die man auf längere Frist klärt, verbindlich klärt, Neuanfänge in allem Vertraglichen, in Beziehungsdingen. Zweifel gehen weg, da wo vorher Unklarheit war, kommt Klarheit. Ein gewisses Misstrauen schwingt hier noch so ein bisschen mit. Wo ich jetzt hier auch sage, bei manchen ist es gegeben, denn wir haben hier möglicherweise eine Person, die dich sehr triggert, die dir vielleicht auch etwas vormacht, was tatsächlich anders ist. Das ist nur ein kleiner Hinweis. Das muss jetzt nichts Schwerwiegendes sein. Das kann nur sein, dass dir jemand etwas anders verkaufen möchte, als es wirklich ist. Ja? Jemand, der etwas runterspielt zum Beispiel. Mir geht es besser, als es mir wirklich geht. Und das Kartenblatt ist sehr schön bis jetzt. Ich lege gerade mal nochmal aus.
Das Umfeld wird hier sehr wichtig von uns. Alles, was so stabilisierend von außen auf uns zukommt, brauchen wir auch. Denn hier geht es um Lebensdinge, um viele Verbindlichkeiten. Das kann hier Beruf, Vitalität, Häuslichkeit, Verbindungen, Beziehungen zu anderen sein. Das Thema Ehrlichkeit ist hier sehr wichtig, ne? Hört hier bei allem genau hin. Ich habe hier Geheimnisse, die auch Konflikt mitbringen. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber das kann wirklich sein, jemand erzählt euch etwas anders, als es ist, oder verschönert die Wahrheit oder spielt etwas herunter, was aber eigentlich wichtig wäre zu hören. Und das stört irgendwie den Frieden von allen, ne? Weil das kommt dann nachher so, hättest du doch gleich gesagt, was Sache ist. Nichtsdestotrotz sind hier Umbrüche im Beziehungsleben an sich vorhanden. Das macht hier jeder mit seinen Lieben. Die einen tragen es mit Kindern und Eltern aus, die anderen vielleicht auch mit Freunden, Freundschaften. Die anderen, die werden daran erinnert, wie faulig ihr Beziehungskonstrukt vielleicht schon von Kindesbeinen an ist, was sie sich erarbeitet haben und wo jetzt so auch kommt, sehr stark nächste Woche, ne? Was sind Nähe- und Distanzthemen? Wo geht man drauf zu? Wo geht man wieder zurück? Wo hält man sich in Zukunft ganz raus? Und das kann man hier sehr schön klären. Die Berufskarte liegt hier wunderbar. Sie liegt hier mit dem Neubeginn im Haus des Berufes, auch langfristig. Hier sieht man einen Vertrag, vielleicht auch etwas, auf das du lange gewartet hast, eine Nachricht, etwas, was im weitesten Sinne auch aus dem Bereich Vitalität kommen kann. Man sieht Neubeginne, die mit einem neuen Vertrag, einer neuen Verbindung einhergehen können. Und hier liegt die Berufskarte noch im Hause der Sonne drin, ne? Hier in der Spiegelung mit dem Geld, hier mit dem Schlüssel der Veränderung, den Wegen und auch hier den Herzenswegen. Also es kann auch hier um Herzensprojekte gehen, wo sich im weitesten Sinne irgendetwas auftut, was uns gut tut. Jetzt habe ich mein Licht vergessen. So, jetzt ist es hier. Es scheint so zu sein, als denken wir sehr viel nach. Wir liegen im Haus des Geldes. Wir haben hier unter anderem vielleicht uns zu kümmern, auch um finanzielle Klärung. Oder haben an sich sehr viel zu tun, um Geld zu verdienen. Also man ist gut beschäftigt. Auch das Außen bringt wieder viele Nachrichten mit, ne? Nachrichten, die zwar einsteils gut sind und überraschend gut sogar, andererseits auch wieder in Action bringen. Also da, wo Wege frei werden, musst du halt auch reagieren. Hier gehen Wege auf, die hat man lange gewartet, ne? Die liegen hier im Haus des Buches. Möglicherweise geht hier auch sehr viel schneller etwas ins Los, endlich. Und wir müssen loslaufen. Oder Dinge drehen sich auch plötzlich, sodass für uns eben Wege entstehen, die wir gehen müssen, ne? Ich habe hier im Hause der Wege selber das Herz drin. Das heißt für uns natürlich auch die eigenen Herzensangelegenheiten. Wo braucht etwas eine Entscheidung aus dem Bauch heraus? Wo muss ich das Herz mitnehmen? Es kann ja auch um Familienthemen, die mit den Ämtern und Behörden zu tun haben, von anderen verbunden sein, die uns irgendwie mit betreffen. Gucke gerade noch mal drüber. Wenn ihr euch diese Reihe hier anguckt, ne? Hier sind die Störche im Haus des Klee und im Haus der Störche liegt die Sonne drin. In der Korrespondenz haben wir hier tatsächlich die Finanzen. Also hier kann sich etwas Finanzielles drehen. Nichtsdestotrotz bleibt man sehr beschäftigt damit und hat vielleicht auch einiges in diesem Gebiet zu erledigen, zu klären. Aber es gibt gute Möglichkeiten und Wege.
das zu entscheiden oder auf den Weg zu bringen, sind dann nochmal die Themen, die einen dann betreffen, die man umsetzen muss. Ja, hier, das sieht wunderschön aus. Also ihr dürft echt mit Überraschungen rechnen, und zwar in mehreren Bereichen. Das eine betrifft eure Kinder, eure Freundschaften, alles, was euch näher umgibt, was hier sehr gut ausgerichtet ist. Vielleicht mit einer gewissen Plötzlichkeit aus der Blockade rein in die Aktion. Kann ein bisschen stressig sein, aber ist doch machbar. Das andere sind die Veränderungen, mit denen wir nicht mehr gerechnet haben. Neue Beziehungen, neue Verträge, das habe ich hier doppelt oder auch auf 2, 3, 4 Wegen. Ja. Und hier auch den Beruf betreffend. Die Selbstständigen haben hier auch gute Möglichkeiten, etwas längerfristig zu bepflanzen, aber es gibt einiges dafür zu tun. Was mir auffällt, ist hier, dass der Herzensbereich sehr angesprochen wird. Hier gibt es etwas, das möchte abrückeln, eine Blockade in der Liebe, eine Wunde, eine Verletzung. Und ich sehe, dass wir hier aufgefordert sind, tatsächlich zu gucken, wo liegen denn meine Dinge, die mir am Herzen liegen und welche Priorität haben die, ne? Dieser Dinge, vieles gäbe es zu tun für andere oder weil es jetzt ansteht, aber entsprechen die allem dem, was ich so möchte, oder wo vernachlässige ich auch meins, ne, aus einem alten Beziehungskonstrukt raus? Kennt ihr das? Früher hieß es doch immer, wenn man was wollte, oder oft, bei mir zumindest, du wartest jetzt. Und so hat man das drauf, ne? Erst die anderen, dann ich. Und das darf man dann hier auch mal auf den Weg bringen, um zu sagen, nee, das ist jetzt wichtiger, das ist meins, jetzt warten mal alle anderen. Hier sind auch viele Szenarien, wo es, sagen wir mal, in den Beziehungsmustern ein bisschen rütteln und schütteln kann, wo so Familienverstrickungen dabei sind, DNA-Geschichten, Sachen, wo man eine große Prägung hat. Es kann das eigene Muttersein betreffen oder auch tatsächlich überall da, wo man sich so verstrickt hat im Leben, zu einer Veränderung führen, zu einem neuen Weg, zu einer neuen Tür, was zugleich auch sehr viel Bürde wegnimmt, ne? Hier kann es auch tatsächlich so Personen geben, die uns unterstützen, die uns helfen zu klären oder die uns auch unterstützen, ich sage mal, an Infos ranzukommen, die man braucht, dieses Wissen, um den nächsten Schritt zu machen. Für alle, die irgendwas an Prüfungen vor sich haben, ne? Hier liegt wirklich das gute Ausgehen von Prüfungssituationen, kann ja auch unsere Kinder betreffen. Was mir einfällt hier dazu ist auch, hier gibt es wieder mal Leute, die einquatschen wollen, ne? Ich habe hier so diese Konstellation, wo dir wirklich jemand entweder die Wahrheit nicht sagt, um dich zu schützen, oder dir etwas als besser verkauft, als es wirklich ist. Und genau das ist halt der Punkt, wo ich immer denke, wenn die Wahrheit gebraucht wird, nützt es nichts, wenn man sie für jemanden anderen sortiert. Und das kennt vielleicht auch der ein oder andere aus seinem Beziehungskonstrukt. Ich kenne das auch, ne? Das sagen wir hier nicht, das sagen wir da nicht. Das ist so wie bewusstes Platzieren der Wahrheit. Ich bin da auch sehr allergisch dagegen, muss ich sagen. Sobald ich das bei jemand merke, denke ich, brauche ich eigentlich nicht mehr, weil man muss auch mit unangenehmen Wahrheiten umgehen können. Und es ist ja auch nicht immer alles schön, was Fakt ist, ne?
Ja, hier kommen sie, die klassischen Wiederholungen, ne? Das Karma-Kreuz auf den Beziehungen. Es kann jetzt natürlich von Situationen kommen, die jeden Tag den Alltag betreffen oder wo man in einer Endlosschleife sitzt oder wo man denkt, ah, das geht ewig nicht weg, ewig dreht sich das. Hier heißt es, it's always tea time. Ja, und das passt ja wunderbar, denn das Pendant dazu ist natürlich, dass man hier auf etwas wartet. Ne? Hier ist das Gelangweilte, wann geht es endlich los, wann kommt hier mal Action, wann hört irgendetwas mal endlich auf. Und hier ist das Bemerken von, du wartest auf etwas, das nicht erfüllt wird und vergeudest deine Zeit damit, dass andere ihre Versprechen oder sowas einlösen. Das kann das hier sein, ne? Dass dir jemand etwas vorenthält oder dich bewusst zappeln lässt oder dir bewusst irgendetwas nicht sagt und am Ende sind es leere Worte, ne? Es hat nichts gebracht und man bemerkt es so, ne? Man hat aus dem Jetzt nichts gemacht, weil man auf etwas gewartet hat und diesem Platz gegeben hat, wo man dem anderen das zugesteht, dass er sein Wort hält, dass er Dinge mit entstehen lässt, die er mal so angedacht hat. Und jetzt hier kommt dieses, ja, war wohl nix, Satz mit X. Unten haben wir noch, es ist Zeit. Zeit wird eine Rolle spielen die nächste Woche, ne? Die Uhr tickt für irgendetwas. Man kann in Eile sein oder auch Druck verspüren. Und irgendwie sieht es mir auch so aus, als sagt man hier, jetzt reicht's mir mal, ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Ich brauche hier nicht warten, bis alle anderen Beteiligten mal loslegen, sondern das ist so wie, lass deinen Worten Taten folgen. Und wenn da nichts kommt, dann muss man es selbst tun. Hier geht es um das Neugeborenwerden. Wir dürfen mit dem Leben tanzen und es nicht an uns vorbeiziehen lassen. Und wir haben unten den Baldrian. Die Selbstliebe wächst. Die Schatten werden integriert. Die Ängste, die hier auch im Haus des Kreuzes liegen, die macht man sich hier mehr wieder mal um die anderen. Und das wird hier integriert, statt dass es uns verfolgt. Ja, genau, der Gruppenzwang, ne? Hier haben wir das ja mal, dieses du machst nichts aus deiner Zeit. Und hier haben wir dieses gelangweilt, it's always tea time, ne? Die treffen sich hier immer um 4 zum Tee. Und man hat jetzt irgendwie so keinen Bock mehr auf diesen Tee jeden Tag, weil es für uns nicht mehr die richtige Wahl ist. Und da darf man dann auch zu seinem eigenen Nein zu den Dingen stehen. Es ist nicht wichtig, wie andere die Dinge machen. Es kommt nur darauf an, ob wir uns selber im Spiegel anschauen können. So, was kriegen wir hier noch? Da hat sich noch eine umgedreht. Das Leben vereinfachen. Hier kann viel zu tun sein. Oder man denkt, man hat Druck. So geht es mir zurzeit auch. Ich mache immer alles im Vorbeigehen. Und das ist halt einfach auch für die eigene Vitalität anstrengend, weil du immer das Gefühl hast, du bist ständig und stets beschäftigt. Manchmal beschrifte ich auch noch was vom Bett aus oder so. Und da ist nie so dieses Bewusstsein für jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und genau da könnte hier der Punkt sein, wo man sich wieder Dinge vereinfacht. So, dass man sich auch nicht selbst verausgabt dran. Es ist dann wieder mal allen gedient, nur uns selbst nicht. Wir lassen das so stehen. Ihr dürft noch dranbleiben für ein kleines Auswahlorakel. Ansonsten hören wir uns am Sonntag wieder. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich drücke euch bis bald.
So, hier bin ich wieder. Schauen wir nach einer Botschaft für die Woche. Ihr dürft natürlich eine Seite auswählen. Mal gucken, was wir hier für Inspirationen kriegen. Wir nehmen ein Krafttier und noch eine Karte, die ein bisschen tiefer blicken lässt. Und dann hätte ich gern noch einen Engel für uns. So, ihr dürft, ich nehme die rechte Seite und wir schauen, was hier kommt. Ja, hier haben wir schon mal eine Warnung. Das hatten wir im großen Blatt auch, ne? Es geht darum, innezuhalten, zu gucken. Hier könnte man sich bei irgendetwas verbrennen. Ganz sachlich und genau hier hingucken, ist hier von uns gefordert. Wir haben den Bär, steht für das Thema Heilung und die Leidenschaft. Also wirklich auch das, was das große Blatt gesagt hat. Ne? Hier will man jemandem was anderes verkaufen. Hier kann ein Mogelpaket sein. Etwas, was zunächst mal schön aussieht, aber dann am Ende eben man drauflegt. Die Qualle weist auch auf Verletzungen oder heftigen Erinnerungen aus alten Leben oder aus der Vergangenheit hin. Und das ist jetzt Zeit hier, das sagt der Bär ja auch mit der Heilung, dieses Gift abfließen zu lassen, damit man genesen kann. Etwas, was von Herzen kommt, hat alle Zeit der Welt. Und da, wo manipuliert wird, wird man meistens zu einer schnellen Handlung gedrängt. Und hier achtet auf die Signale, ne? Hört auf euer Herz, guckt genau hin, bevor man sich verbrennt oder irgendetwas in Anspruch nimmt, was zunächst sich gut anhört, wo man dann drauf zahlt. Das ist hier so gemeint. Mit dem Bären hat man hier natürlich einen großen Verbündeten, zugleich auch das Thema Genesung, die eigene Größe leben, Heilung auf allen Ebenen, die man ebenso braucht. Hier darf man sich auch gewiss sein, dass etwas eine heilsame Energie hat. Und egal wie es ist, ne, wenn sich jemand bei dir bedankt, dass du irgendwas Tolles kannst oder machst, dann nimm es so hin. Bedanke dich dafür. Das ist gute Medizin für uns. Und hier geht es auch darum, in Stärke und Zuversicht weiterzugehen und in dieser Stärke ein stabiles Fundament zu errichten, das man braucht, wenn man ja bei Herausforderungen im Leben strauchelt. Dann haben wir den Engel der Leidenschaft. Da geht es darum, dass man die ganze Kraft lebt. Das ist so ähnlich wie bei dem Bären. Die Vielfältigkeit des Lebens auskostet, fokussiert ist, ne, die Dinge mit Begeisterung angeht, aber auch nicht mit zu viel Überschwang. Und es heißt einfach, lebe jeden Tag so, als wäre es auch dein letzter. Ne? So, was haben die Vögelchen noch? Idole. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht ins Dunkel, warne dich. Wir haben zweimal die Warnung vor einer unerwünschten Situation und biete dir wichtigen Impuls bei der Findung von Lösungen. Also schau wem einfach die nächste Woche, da sind wir am besten bedient. Lieber nochmal überlegen, bevor man etwas annimmt, was nachher irgendwelche Konsequenzen hat, die man nicht gleich bedacht hat. So, die andere Seite hat ein bisschen Chaos noch und Unwetter. Ihr habt die Muschel, es geht um Empfängnis, um das Wandeln von innen raus. Und ihr habt den Engel der Wahrheit. Hier kommt die völlige Veränderung. Man hat im Innern der Muschel diese Perle. Man ist dabei, sich völlig zu verändern.
Man lässt aus irgendwas eine wunderschöne Perle entstehen. Und man darf sich für Schönheit öffnen, Kräfte entfalten, empfänglich sein für alles. Hier reinigt sozusagen auch das Unwetter noch die Luft, ne, damit es klar wird für dich. Der Nebelschleier zieht beiseite, man dringt in die Mysterien des Seins ein. Man kann Erfahrungen machen, die man vorher nicht gedacht hätte. Und man sieht irgendwie, was man Schönes gestalten kann, wenn man sich ein bisschen dafür öffnet. Hier geht es auch um die eigene Wahrheit, die universell ist für einen, die Werte. Und auch es geht darum, dass man so, ich nenne es mal, zur Quelle zurückgeht, sich wieder verbindet und zu merken, dass alles gut ist, wie es ist. Ihr habt den Eichelherr. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle. Gestalte dein Leben nach dir. Stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Empfängnis, Freude, Chaos. Durchatmen, die Wahrheit hinter den Dingen sehen. Eigentlich sehr schöne Themen für euch, ne? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.